Es ist doch einfach ein Traum, nach Venedig zu reisen. Durch die venezianischen Gässchen zu schlendern, sich treiben zu lassen, tolles Eis essen, die ganzen Geschäfte, die vielen Masken. Vielleicht doch einmal Gondel fahren. Und einmal auf dem legendären Markusplatz zu stehen. Und hierher zu kommen, ist ganz einfach. Abends in Stuttgart einsteigen und morgen früh in Italien, in Venedig aufwachen. Boah, ich freue mich. Und wir haben uns viel vorgenommen und werden sicher ganz viel erleben. Andiamo. Es sieht doch gleich nach Schlafwagen hier aus. Und da ist auch schon jemand, der mich erwartet. Guten Abend, willkommen. Wagen 277? Ja, helfen Sie mir? Ja, klar. Oh, das ist einfach aber lieb. einsteigen, Koffer kommt gleich. Bitte Ich bin sehr. so richtig ein bisschen aufgeregt. Ja. Der ÖBB Nightjet startet jeden Abend um 8:30 in Stuttgart. Seine Route führt über München und Salzburg direkt in die Lagune von Venedig. Ankunft ist morgens um 8:34 Uhr. Dort erwartet uns viel mehr als nur Canale Grande und Markusplatz. Versprochen. Hier rein? Und genau da ist das Abteil für Sie. Da muss man aber schlank sein, wenn man hier fährt und hier arbeitet. So. So, Machen Sie es mal gemütlich, ich komme dann gleich noch mal vorbei, gell? super. Das ist jetzt mein Zuhause Genau. für heute Nacht. Ja, klein, aber fein. Klopf, klopf. Gut eingerichtet. Ja, ich mache es mir gerade so richtig gemütlich hier. Perfekt. Und jetzt müssen Sie mir vielleicht erstmal erklären, bevor ich jetzt diese Flasche öffne, was ich hier eigentlich alles machen kann. Hier haben Sie mal ein Waschbecken mit einer Steckdose drinnen. Ich meine, davon träumt man ja, gell? Dass man da irgendwie nicht auf den Gängen nachts hin muss, sondern quasi hier die Zähne putzen kann. Super. Genauso durch das große Licht einmal hier. Super. Das kleine blaue Nachtlicht, was dann da drüben aufleuchtet, da. Und das ganz Wichtige, Damit zu keiner sperren. reinkommt. Genau, damit Sie ungestört bleiben. Sie haben aber schon auch einen aufregenden Beruf, oder? Für mich persönlich mittlerweile einer wie jeder andere. Ist es so? Die einen gehen ins Büro, ich steige in den Zug und fahre weg. Und fahren mal einfach so nach Venedig. Genau. Ich bin die ganze Nacht da für die Gäste und schlafe dann ganz gemütlich in Venedig. Aber das heißt, dann hängen Sie auch noch ein paar Tage Urlaub dran? Und dann für mich geht es dann morgen Abend wieder gleich zurück. Okay, zurück heißt dann? Wieder zurück nach Stuttgart. Oh, Zug mit Dusche. Ja, das ist ja noch welche. Hi. Und? Wir stellen gerade das Frühstück zusammen. Frühstück gibt es natürlich auch. Seid ihr schon mal gefahren vorher? Also ich nicht. Zum ersten Mal war ein Geburtstagsgeschenk von den Oh, anderen. du hast Und- Freunde. Genau. Ah, das ist ja deswegen super. Und wie lange bleibt ihr in Venedig? 2 Tage und fahren dann aber noch weiter nach Bologna, Und wo kommt ihr her? aus Stuttgart direkt und ein Kollege aus Frankfurt. Und morgen sind wir in Venedig. Genau. Das ist schön. Schlaf Darauf schön. freuen wir uns. Wetter wird schön. Es gibt übrigens 3 Möglichkeiten. Es gibt Schlafwagen, es gibt Liegewagen und es gibt Abteils zum Sitzen. Sitzenderweise nach Venedig fahren, oder? Noch. Gleich werden wir uns schon hinlegen, ein bisschen schlafen. Aber ich glaube, Sie beide sind Profis. Sie haben ja richtig Schlafsack und sowas dabei. Ja. Schon öfter gefahren? Ja, Auch nach Venedig? ja. Was wollen Sie sich alles angucken in Venedig? Ach, alles Mögliche. Meine Frau kennt sich ja so aus. Ich befürchte mich ja, dass es mal durch die Gegend ist mal. Hallo, kann ich euch stören? Wo kommt ihr her? Italien. Ah, Italien. Aus Italien, ja, ja. E di dove? In der Nähe von Padua. Di dove? Ich kann wiederum Deutsch. Ach, das ist ja toll. Ja. Ja, also ich komme aus Potsdam. Aber ihr kennt euch schon alle hier? Oder habt ihr euch hier Nein, kennengelernt? kennengelernt. Das ist ja nett. Wie findest du es bis jetzt? Sehr angenehm, sehr nette Freundschaften. Wir sprechen hier jetzt Deutsch, Englisch, Italienisch. Also, good language practice. Ja. Yes. Die Fahrt im Sitzwagenabteil gibt es bereits ab 34,90 €.
Im Schlafwagenabteil etwas teurer, ab 99,90 €. Abhängig natürlich von Angebot und Nachfrage. Bei Ihnen alles gut? Brauchen Sie noch etwas? Alles prima, wunderbar. Also ich fühle mich schon fast wieder heim. Super, das freut mich sehr. Bin jetzt super neugierig, wie ich schlafen werde. Non vedo l'ora di arrivare in Venezia. Ich lerne jetzt so ein bisschen Italienisch, kann sicherlich nicht schaden. Aber dann buonanotte und bin gespannt, wie es morgen wird. Venedig, ich komme. War schön, jetzt bin ich gespannt, was mich erwartet. Danke, gleichfalls, tschüss. Ich bin tatsächlich da, Venedig. Oh. Wow. Das gibt's echt nur in Venedig. Wie schön ist das denn? Das ist wie im Film. Incredibile. Und als erstes geht's natürlich auf die Piazza San Marco. Und wie kommt man da am besten hin? Mit dem Vaporetto. Ist sowas wie in Stuttgart die Straßenbahn, nur auf dem Wasser. Und das ist ja auch so das Venedig-Feeling. Keine Straßen, keine Autos, nur Kanäle und Boote. Okay, und ein paar Touristen, aber ich bin ja im Urlaub, ich habe Zeit. Auch wenn man zu Fuß meist schneller ist, der Blick vom Wasser auf diese Kulisse ist unbezahlbar. Tagestouristen zahlen neuerdings an bestimmten Tagen 5 € Eintritt nach Venedig. Fast alle haben ein Ziel, mitten ins Herz dieser Stadt, zum berühmten Markusplatz. Und Selfie machen gehört natürlich auch dazu. Davon werden in dieser Stadt sicher Millionen am Tag geschossen. Und jetzt gehöre ich auch dazu. Das ist er. Und ich bin tatsächlich da. Der weltberühmte Markusplatz mit seiner Basilika, dem Dogenpalast. Auf diesem Platz, finde ich, muss man mindestens einmal im Leben gewesen sein. Ihn möglichst allerdings früh am Tag besuchen, weil im Moment, ja, da sammeln sich schon alle Touristengruppen und der ist in ein paar Stunden knallvoll. Dann haben es selbst die vielen Tauben schwer, hier noch Platz zu finden. Auch in den Gassen im Viertel San Marco ist immer was los. Und immer dran denken, hier sind überall Brücken, deswegen kleines Gepäck, wenn man nicht gerade Gondel fährt. Bevor ich meinen Koffer loswerde, gönne ich mir erstmal einen echten italienischen Espresso. Grazie. Momento perfetto. Buongiorno. Buongiorno, sono Annette. Ciao Annette, piacere, sì. Alessandro. Ah, anche mi piacere. Das muss jetzt sein. Auch wenn die halbe Stunde 90 € kostet, die man sich aber zu 5 teilen kann, dieses Klischee muss erfüllt werden.
Ja, das ist wirklich ein ganz außergewöhnliches, aber natürlich auch nicht ganz günstiges Erlebnis. Gondelfahren in Venedig. Alessandro, Gondoliere in Venedig ist ein ganz spezieller Beruf. Venedig existiert nicht ohne Gondolieri. Venedig wird weltweit mit Gondeln und Gondolieri in Verbindung gebracht. Anche I proposita di matrimonio, auch mit Heiratsanträgen? Sì, sì, molti matrimoni in gondola. È molto romantico. Sì. Aber es ist nicht einfach, auf dem Canale Grande zu navigieren. Auf dem Canale Grande gibt es ziemlich viel Verkehr. Es ist eine Hauptverkehrsachse geworden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, den ganzen Transportmitteln, Taxis, ein bisschen von allem. Deshalb führt so eine Gondelfahrt auch meist durch die kleinen, engen Seitenkanäle. Aber Alessandro und seine Kollegen sind nicht nur Gondoliere, sondern sie haben auch etwas ganz Spezielles. Wir sind eine Gruppe von Gondolieri, die neben ihrem Beruf auch die Leidenschaft des Tauchens haben. Und damit wollen sie der Stadt etwas zurückgeben, dieser Stadt, die sie so sehr lieben, nämlich sie befreien sie vom Müll. Das heißt, sie tauchen unter und holen da Müll raus, weil natürlich sich ganz viel hier ansammelt. Oh, dürfen wir reingucken? Mensch, Ferruccio. Ja, Ferruccio gehört auch zu den Gondoliere, wie Alessandro eben. E questo è la sua tesoro. Die Schatzkammer. Sagen wir, in Venedig hat man schon so ziemlich alles im Wasser gefunden, einschließlich einer Glasskulptur. Also das haben Sie alles hier gefunden. E vetro di Murano, eh? Sì, originale. È un crocifisso di... Permesso? Sì, prego. È un crocifisso da processione. Von der Prozession, auch hier im Kanal gefunden. Unglaublich, incredibile. Wir haben mindestens 25.000 Kilo Müll eingesammelt. Mindestens. 25 so ungefähr Kilo in diesen ganzen Jahren. 1000, nee, 25.000. Incredibile. Das ist der Verdienst der ganzen Gruppe. Von der Einsatzzentrale, die mit den Tauchern Kontakt aufnimmt, bis zu denen, die im Boot sind und alles aufsammeln. Das hier ist unsere Kommandozentrale. Von hier geht alles raus. Die Verbindung und die Luft für die Taucher. Die Taucher können in dieser Tiefe bis zu 2-3 Stunden unter Wasser bleiben. 3 ore. Anche 3 ore può stare giù. Ma che cos'è? Was ist das? Questo qua è praticamente il riduttore di pressione che dove va attaccata la... Stolz zeigt mir Ferruccio die komplette Ausrüstung. Da Tauchen in der Lagune lebensgefährlich ist, sind sie auf die Unterstützung der Stadt und auf Spenden angewiesen, um solch teure Spezialanzüge zu beschaffen. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt, mille grazie, Ferruccio. Aber die Outfits, die ich jetzt gleich sehen werde, die sind auch alles andere als gewöhnlich. Wow, das Wasser, Lagunenwasser? Genau. Ich habe versucht, die Emotionen, die Venedig in einem auslöst, in ein Kleid zu fassen. Genau. Ganz Venedig ist ein Märchen und Sie machen märchenhafte Kleider. Antonia, Sauter, alles ist hier handgemacht von Ihnen und ich habe noch nie so schillernde Kleider gesehen. Sind das Kostüme, sind das Kleider? Ein Kostüm ist un viaggio. Eine Reise? Sì, un viaggio nella storia. Eine Reise in die Geschichte, in die Zeit, in die Fantasie. Auch eine geografische Reise.
Man muss auch dazu sagen, Sie sind eigentlich so die schillerndste Fashion-Designerin in ganz Venedig, würde ich sagen. Ne? Lassen Sie uns über Ihre Veranstaltung reden, nämlich den wirklich berühmtesten Kostüm- und Maskenball in Venedig und vielleicht der ganzen Welt, nämlich den Il Ballo del Doge. Der Dogenball ist ein Ort, an dem ausgiebig getanzt wird und an dem Leute aus allen Teilen der Welt herkommen, um eine Nacht zu verbringen, in der alles passieren kann. Die Gäste sind die Protagonisten. Warum? Wenn man ein Kostüm anzieht, ist das, als ob man in eine andere Person schlüpft. Das ist Wie ein Theaterspiel? Theaterspiel, genau. Okay. Ihr Vater war Deutscher, ne? Mein Vater war ein Deutscher und liebte so viel dieser Venedig. Und natürlich hat eine Venezianerin geheiratet. Sie sind auch hier geboren in Venedig? Ich bin in Venedig geboren. Leider, ich spreche nicht sehr gut Deutsch, aber ich habe deutsches Blut. Und das ist sehr wichtig. Ja. Ich bin sehr orgogliosa, proud. Sie sind sehr, sehr stolz. Wir haben Karneval in Venedig, das ist eine Tradition. Und meine Mutter findet, dass diese Tradition war eine sehr wichtige Sache für die Venezianer. Wir hatten diese Gelegenheit, in einem Moment des Jahres, to do whatever we wanted. Also zu tun, was immer man wollte, zu spielen. Di giocare. Questi ovviamente sono e via molte altre. Sie erfüllen ja auch den Traum für andere Menschen, einfach mal in so ein Kostüm hineinzuschlüpfen und dann ein Fotoshooting zu machen in Venedig. Man kann natürlich während des ganzen Jahres spielen, weil das ist ein bisschen ein Spiel. Man kann nur in Venedig das machen. Jeder sucht sich etwas heraus und dann geht man mit diesen Kostümen nach Venedig und lässt sich fotografieren. Die eigenen Märchen zu leben. Das eigene Märchen zu leben. Das eigene Märchen zu leben in Venedig. Alles ist möglich. Sie haben auch eine Boutique hier in Venedig, Sì, ne? sì, sì. Una piccola boutique. Eine kleine? Eine sehr kleine Boutique. Was kann man da so alles kaufen? Man findet nicht Kostüme, sondern Kleider, Kimono, Accessoires, wie sagt man auf Deutsch? Accessoires, solche Accessoires. Dinge wie Schuhe, wahrscheinlich Taschen, genau, Tücher, Taschen. Schmuck. Alles handgemacht in Venedig. Sie haben quasi viele Künstlerinnen, venezianische und ja. Näherinnen, die das alles machen. Sì, è molto importante. Es ist sehr wichtig, dieses künstlerische Wissen weiterzugeben. Alles, was ich mache ich selbst. Mit der Hilfe von Menschen, die diesen Beruf lernen. Und es ist wirklich alles von Hand in Venedig gemacht. Che imparano il mestiere. Ed è tutto rigorosamente fatto a mano a Venezia. Der Karneval ist in Venedig allgegenwärtig, das ganze Jahr über. Das zeigen auch die vielen Maskengeschäfte in der Stadt. Meistens Souvenirläden für Touristen. Hier aber noch mit echter Tradition. Ja, das hier, das ist jetzt eher so eine ganz schlichte, einfache Maske, oder? Naja, das ist die typischste Maske aus Venedig. Also alle die Venezianer haben benutzt, um inkognito zu bleiben. Okay. Und dann? Also. So. Das ist Wahnsinn. So. Aha. Und gleich erkennst du deinen eigenen Vater nicht mehr, David? Natürlich nicht. Also es haben früher quasi die adligen Leute getragen, aber es gab eben auch, dass es auch einfache Leute getragen haben. Exatamente. Und dann haben die sich quasi, konnten die auf denselben Veranstaltungen sein oder sowas. Und niemand hat erkannt, bist du arm oder bist du reich. Sicherlich, es war gut, um die verschiedenen Klassen zu mischen. Was ist das? Die geht auch aufs Mittelalter zurück? Nein, das ist ein bisschen moderner. Oh, die ist modern? Ja, das ist moderner als das. Mhm. Ja, das war von den Ärzten. Die Pestärzte hatten das damals, ne? benutzt. Und es war wirklich hat auch einen Sinn damals. Ne? Die sind an die Kranken ran
und haben quasi immer diese Maske aufgehabt, um sich zu schützen. Ja, und sich zu schützen, weil es war möglich in diesem Schnabel Kräuter und andere Sachen stellen, um die Luft zu filtern. Und schon ist er wieder da. Genau, jetzt ist es wieder der Papa. Diese war eine andere Kategorie. Das war ein, wie sagt man, Seduktionsspiel. Kann man das sagen? Ich weiß nicht, was Sie sagen. Dass wir nicht in was Falsches reinkommen hier. Also, das war für die Frauen, um mehr attraktiv zu sein. Ah, Verführung vielleicht sogar. So Ja. vielleicht sogar. Okay. Ganz Venedig ist ja wirklich voller Masken. Aber die wenigsten werden ja wirklich noch selber hergestellt und in Venedig hergestellt. Aber bei euch ist es Besondere das, dass ihr wirklich noch diese Kunst und dieses Wissen habt. Es ist möglich, hier den ganzen Prozess zu sehen. So, von dem Pappmaché bis die Maske, die wir verkaufen. Touristen können bei Davide und Mario nicht nur sehen, wie Masken hergestellt werden, sie können das nach vorheriger Anmeldung in Kursen auch selbst ausprobieren. Also, das ist unsere Werkstatt und hier ist es möglich, die Maske selbst bemalen. Kann ich mir jetzt hier selber was raussuchen Natürlich, und ja. mich quasi austoben? Ja. Aha, das ist ja toll. Super. Aha. Das ist der Kreativraum. Buongiorno. Buongiorno. Eccole. Ah, jetzt wird's farbig. Una volta che colorata tutta la maschera, la asciughiamo e poi passiamo al secondo step. Werden auch rot die Hände, hä? Gehört dazu. Poi. Okay. Tutta la Maske. Tutta la maschera. Die ganze Maske. Und jetzt runternehmen die Farbe wieder. Prendiamo quella bagnata e puliamo. Jetzt das feuchte Tuch nehmen. Sieht sofort gleich ganz anders aus. Ah, wie so kleine Sommersprossen. Bella davvero. Kostüme und Masken machen mich hungrig. Aber wir sind ja in Italien. Und in Venedig gibt es solche Cicchettis als Aperitif. Die Osteria al Cicchetto in Bahnhofsnähe ist ein Geheimtipp. Und übers Trinken. Ah. Ja, so Ciao, sì. Ah, sì. Un vino che lei può bere. No, zero solforosa qui. Veneziano vero? Sì. No, no. I veneziani vero non esistono. Questo è moscato, l'uva moscato un'uva aromatica. Siamo sui Colli Euganei, le colline vulcaniche di Padova. Fantastischer Wein aus den euganeischen Hügeln. Das ist Simone, ein Weinspezialist, und er hat uns gerade erklärt, der wird im Prinzip wie ein Rotwein Qui non hergestellt. ci sono solfiti aggiunti, zero solforosa. Nichts ist zugesetzt, die Fermentation ist total natürlich über 5 Tage. Ecco i cicchetti. Oh, Cicchetti. Okay. Grazie. Bellissimo. Qui abbiamo la carne oppure le melanzane e il pecorino. Delle polpettine fritte. Auch wenn ich nur die Hälfte verstanden habe, es klingt wie Musik. Ja, grazie. Simone. Simone con la musica. Dass ihr das hier alles so gut versteht, hat natürlich seinen Grund. 3 Deutsche in Venedig. Und zwar nicht nur wie ich als Touristin, sondern ihr lebt Schon hier. länger. Ja, wir leben hier. Wie lange bist du schon da? Ich bin 7,5 Jahre hier. Ich bin 4 Jahre da. 4 Jahre. Und Martina? Ich über 40 Jahre. Wow. Also diese Stadt ist eine Stadt zum Bleiben für euch. Ich habe mich in Venedig verliebt während des Studiums. Es hat sich in all den Jahren kaum etwas verändert. Es ist die Kulisse geblieben, es ist die Atmosphäre geblieben. Also ich bin ja diese venezianische Lebensart hier schon echt gewöhnt. Es fällt sehr leicht, sich daran zu gewöhnen. Man wird nämlich sehr verwöhnt. Ja, wir haben halt den Rialto Market, wo du den Fisch frisch bekommst, das Gemüse frisch bekommst. Es wird halt alles auch vor Ort hergestellt. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì, oh.
Ma che bella! Come si fa? Al forno, signora. Gradi 180. Im Ofen 180 Grad. Grazie. Die kleinen Calamari. Ciao! Sag mal, wer geht eigentlich hier auf dem Markt einkaufen? Sind dann schon die Touristen oder sind das eher so die Einheimischen wie ihr? Die Einheimischen, die Touristen machen halt die Fotos und natürlich die ganzen Restaurants. Ja, aber die bestellen vor und die Sachen werden geliefert. Ah, guck mal hier. Jetzt kommen wir zu den Artischocken. Das sind die Einheimischen von Sant'Erasmo, siehst du? Das ist ja ganz die Gemüseinsel, ja, die sind ganz klein. Sant'Erasmo ist eine kleine... Ist eine Gemüseinsel von 4 Kilometern. Grazie. Grazie, Buona giornata, arrivederci. Ciao. Grazie, ciao. Die venezianischen Inseln sind alle bequem mit dem Vaporetto zu erreichen. Die Gemüseinsel St. Erasmo ist aber jetzt nicht unser Ziel. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Fahren nach San Michele. Auf die Friedhofsinsel. Bitte? Was habt ihr mit mir vor? Wollen wir was ganz Besonderes zeigen? Ja, da ist der In die Verein. Geheimnisse der Friedhofsinsel einweihen. Also für Geheimnisse bin ich immer zu haben. Ja, da wo sonst niemand hinkommt oder nur wenige hinkommen. Auserlehne Mitglieder Ja. des Vereins Laguna nel Bicchiere. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt, was das für ein Verein ist. Oh, das ist jetzt der Friedhof hier. Ja. Das war früher ein Kloster und jetzt ist es nur noch Friedhof, aber jetzt wird es ganz interessant und spannend. Jetzt geht es nämlich nur noch um Wein. Um Wein? Ja. Die Lagune im Glas. Und da dürfen wir jetzt rein? Le Vigne Ritrovate, das heißt die wiedergefundenen Weingärten. Für uns ist es wichtig, die verlassenen Weinreben in der Lagune wieder zu beleben. Hier gibt es den Weinkeller, der von den Mönchen war, wo wir halt hingehen und den Wein selber traditionell mit den Füßen stampfen. Oder wir haben selbstgemachte wie Waschbretter, wo wir die Trauben halt quetschen. Dann wird er vorfermentiert. Ein Weinspezialist kommt und sagt uns, wann die Fermentation fertig ist und wann der Wein ins Fass muss. Hallo. Ciao. 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 Das ist das Paradies hier. Ja. Wer seid ihr alles? Wir sind sehr, sehr international. Also wir haben Belgier, Venezianer, Italiener, Deutsche, Australier, Franzosen, Schweden. Also international. Und das ist halt eben das Tolle. Und wir kommen halt eben hier zusammen und arbeiten freiwillig, um halt eben nach den Weinreben zu schauen. Und nach der Arbeit wird zusammen gegessen. Und alles probiert. Und alles probiert. Das ist halt sehr, sehr wichtig, dieses Zusammenkommen, dieses Zusammensein. Cin Cin. Cin Cin. A Venezia. E a Lagune nel Bicchiere. La vita è bella. Und ich verstehe jetzt auch, warum so viele Deutsche hier bleiben in Venedig. Wegen dem Essen, wegen dem Trinken, aber natürlich auch wegen der Schönheit der Stadt. Hm? Richtig. Va bene, mi batti un po' quel cuore, accanto a lei, signorina. Die Schönheit zeigt sich vor allem am Canal Grande mit seinen vielen stolzen Palästen. Dieser hier ist die Heimat des Deutschen Studienzentrums in Venedig und der Arbeitsplatz von Petra Schäfer. Was heißt du glücklich auf Italienisch? Beata te, beata te. Oh, hier arbeitest du? Ja, ich und ein ganzes Team. Aha.
Aber das ist ein alter Palast hier. Ja, Palazzo Barbarigo de Terrazza ist aus dem 16. Jahrhundert, 1566 gebaut, also wirklich venezianische Renaissance. Wunderschön. Ja, wir sind hier in der Bibliothek mit diesen wunderbaren alten Wandbespannungen. Die stammen aus Anfang des 20. Jahrhunderts. Haben aber so ein bisschen den Renaissance-Charme. Und wir haben hier rund 15.000 Bücher, es werden immer mehr. Großes Privileg, dass wir überhaupt durchlaufen dürfen. Ja, denn eigentlich Ganz leise Buongiorno sagen. schützen wir hier den Raum der Bibliothek. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten, die hier fleißig ihre Doktorarbeiten schreiben oder ihre Habilitationen. Was forscht ihr hier? Was studiert ihr hier? Was sind das für Themen? Venedig natürlich. Als Centro Tedesco di Studi Veneziani machen wir Venedig-Studien von der Gründung bis heute. Wissenschaft und Kunst. Das heißt, alle Bücher, die hier sind, haben irgendwas mit Kunst oder Architektur oder Musik zu tun. Medizingeschichte, Musikgeschichte, Rechtshistorik, also alles, was das Herz begehrt. Und ihr macht gerade eine Pause vom Studieren, ne? So in etwa, ja. Aber das ist ein Privileg, was ihr hier habt, oder? Hier arbeiten und lernen zu dürfen oder eure Doktorarbeit zu schreiben. Woher kommt ihr? Ich komme aus Heidelberg. Heidelberg. Ich bin gebürtig aus Filderstadt. Baden-Württemberg, wieder. Unbedingt. Und du? Ja, ich komme aus dem Hegau, aber bin in Karlsruhe geboren. Auch wunderschön. Ja. Und jetzt seid ihr alle hier. Ja. Und studiert was? Oder beziehungsweise... Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ja. Aha. Also gerade, dass man so bunt gemischt ist und dieses Interdisziplinäre hier hat, das ist ja auch durchaus so das Thema hier in dem Studienzentrum. Ich gucke ja dann eher gerne mal auf Fernsehen, Brunetti. Und der hat ja auch so eine Mega-Terrasse. Die hätte er gern, so eine große Terrasse. Ja, die aber ist nicht ganz so groß. Unser Freund Kommissario sitzt in der Regel gegenüber. Das sind wirklich die Dreharbeiten? Da sind die Dreharbeiten, genau. Also sehen wir doch das Ganze mal positiv. Die Kinder wollen raus. Ja? Wir können uns mehr um uns kümmern und müssen nicht wieder Eltern spielen. Da könnt ihr mal rüberwinken, wenn die mit den Scheinwerfern Genau, oder es wird arbeiten. mal höflich darum gebeten, dass wir jetzt zurück zu den Büchern gehen. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch wie der Kommissario mit so einem schicken Boot aufs Wasser. Hätte ich nichts dagegen. Also, jetzt fühle ich mich schon wieder wie im Film, du. Oh, und das Casino de Venezia. Das ist doch auch jemand. Casino, genau. Richard Wagner starb hier 1883. Musik spielt natürlich auch eine große Rolle hier. Ja, natürlich. Man kann auch in die Oper in einem Palazzo, Palazzo Barbarigo Minotto. Da gibt es eine kleine Kammeroper, wenn man so möchte. Da gibt es La Traviata, von Zimmer zu Zimmer. Das ist ein Palazzo, in dem in den verschiedenen Räumen dann quasi eine Oper aufgeführt wird. Nicht? Genau, La Traviata auf Du per Du. Ganz wunderbar. Kunst ist ja nun wirklich so dein Ding, kann man sagen. Und was in dieser Stadt hier besonders ist, natürlich überall gibt es Glas. Das ist ja auch eine Form von Kunst. Ja, natürlich. Man hat eine riesige Auswahl. Gerade rund um den Markusplatz gibt es fantastische Geschäfte mit den besten Gläsern von Venini bis über Seguso. Die Glasbläsereien sind nach Murano vor einigen Jahrhunderten, weil die Brandgefahr in der Stadt zu groß war. Wir fahren aber heute nicht nach Murano. Wir steigen vorher aus bei dem letzten Ort, an dem noch offenes Feuer in der Stadt in Venedig stattfinden kann. Ja. Riccardo hat tatsächlich das letzte lebende Feuer, also die letzte Fornace, die letzte Glasmanufaktur. L'assaggio del colore per giudicare il colore del Das ist giorno. tatsächlich der Farbtest. Wie vor 100 Jahren wird jetzt jeden Tag einmal getestet, ob die Farbe richtig angemischt ist. Rot sieht es jetzt aus. Rosso, ne?
Er wird gepresst, okay. And now you see. Azzurro. Also man muss es jetzt einmal schneiden, damit man dann im Anschnitt sieht, ob die Farbe korrekt ist. Das macht er jetzt. Er testet es jetzt. Und an dem Beispiel kann er jetzt prüfen, ob es funktioniert. Also Glas machen und auch Farbe machen im Glas ist eine Kunst, oder? È un'arte, quindi poter fare il vetro, ma soprattutto anche fare il colore nel vetro. Ah, è un'alchimia. È un'alchimia magica. È un'alchimia magica. Das Endprodukt der Glasherstellung sind bei Orsoni keine Gläser oder Vasen, sondern reine Mosaiksteine, die weltweit gefragt sind. Vor allem bei der Gestaltung von sakralen Bauwerken. Riccardo nimmt uns mit in seine Schatzkammer. Herzlich willkommen in unserer Farbbibliothek. Oh, eine Bibliothek der Farben. Ma quanti colori? Più di 3.500 colori. Mehr als 3.500 Farben haben wir hier. Und da liegt ja das Blau, ecco il blu, che abbiamo appena visto. Das haben wir gerade gemacht, sozusagen haben wir gesehen, wie es gemacht wurde. Mit den Mosaiken von Orsoni sind die berühmtesten religiösen Gebäude auf der ganzen Welt ausgestattet. Sagrada Familia, die Basilika von San Marco, Vatikan, Washington. Dieses Material hier wird die Nationalkathedrale von Bukarest zieren, die größte orthodoxe Kirche der Welt. Das ist das aktuelle Projekt, an dem wir gerade arbeiten, nämlich die Kathedrale von Bukarest. Qual colore è preferito mio? Meine Lieblingsfarbe, die liegt da drüben oben. Hier, das Orange. Toll. Vedi che ha un colore da questa parte. Wie die Sonne oder das Feuer. Come fuoco. Come il fuoco, come la die Lebendigkeit, die Kreativität. Kann eigentlich jeder hierher kommen und sich das mal anschauen? Ja, sie haben wirklich entschlossen, also zweimal im Monat sich zu öffnen und das hier zugänglich zu machen für all die Leute, die ein solches Handwerk, so eine Tradition noch erleben möchten. Oh, wirklich ein luogo magico, ein wirklich magischer Ort. Dankeschön und danke, dass du mir den gezeigt hast. Ja, danke Riccardo. Thank you. Toll. Prego. Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Eis essen ist natürlich auch ein absolutes Muss in Italien. Buongiorno. Vorrei un gelato. Sì, mi dica, prego. Un cono piccolo. Sì. E che cosa mi consiglia? Vuole la crema d'oge che è tipica qua? Das ist typisch aus Venetien. Che cos'è? È una crema con arancio candito e cioccolato, cream orange chocolate. Es gibt ja ganz viele Eisdielen hier, aber die hat man mir hier empfohlen. Grazie. Grazie. Machen alles ganz frisch Danke. morgens. Grazie. Ciao. Ciao. Buona giornata. Und gut. Gehört in Venedig einfach dazu. Mein Weg führt quer durch die quirlige Stadt zu einem der abgelegenen Kanäle. Ja, und da wartet jetzt schon meine Insegnante, meine Lehrerin. Elena! Ciao! Ciao! Sei la mia insegnante di vola. Voga. Rudern. Ciao. Ciao. Scusi per il mio italiano. Va benissimo. Sì, ma in italiano e in inglese. Meglio del mio tedesco. Sì. Va bene. Ich glaube, dass du ein bisschen. Kannst du ein Wort Deutsch? Ich spreche Welches? keine Deutsch. Keine ein Deutsch. Wort? Una parola, ein Wort? Kartoffeln. Va bene. Kartoffeln. Kartoffel, no. Patate. Patata. Aber wir sind nicht zum Italienisch lernen hier. No. Ich möchte dieses Boot fahren lernen. Perfetto. In questa barca che si chiama Batea. Dieses Boot heißt Batea in Coa di Gambaro. Nicht alle Boote von Venedig sind Gondeln. Die Gondeln sind Taxis in der Stadt für Personen, aber das hier war das Transportboot für Waren wie Fisch oder Gemüse von den Inseln zum Markt der Stadt. Row-Venice ist eine Non-Profit-Organisation, die auf den wenigen noch erhaltenen Booten Ruderkurse anbietet und damit den Rudersport für Frauen finanziert. Tutti donne? Tutte donne siamo. Alles Frauen? Tutte donne. Niente uomini, keine Männer. Adesso dobbiamo stare attenti agli ostacoli.
Ma non ti preoccupare. Piano, piano. Non ti Piano, preoccupare, piano. non ti preoccupare. Piano, piano. Sind alles hier so schöne Boote. Ich möchte nichts Perfetto, kaputt machen. sembri tipo Hercules. Wie Herkules, sagst du, ja? Das stimmt. Und dann wieder Schwarze reintunken und wieder hochnehmen. Es sieht halt bei ihr immer so leicht aus. Vieni. Okay, gut. Jetzt muss ich da erstmal rüberkommen. Piano, piano. Sempre piano piano è la nostra Immer. parola d'ordine. Ok. Piano, piano. Piede destro va dietro questa volta. Mettilo un po' più corto, ok, così. Bisschen kürzer nehmen. Nell'acqua e piano. Ok? Piano, piano. Sì, non guardare quello, guarda avanti. Immer nicht da hingucken, sondern es einfach tun. Io sono come... Vabbè, è la prima volta che lo fai, non è che adesso bisogna... Hast du es gemacht das erste Siamo Mal? tutti Mit 3 campioni. Jahren. Hai capito? Aber es ist so ein Guarda Spaß. che ci stiamo muovendo, Ich krieg's nicht hin, aber es macht super Spaß. Sei tu che controlli lui, non lui che controlla te. Nicht hingucken, sondern einfach nur gucken, nach vorne schauen. Elegant, elegant. Brava, elegante. Ja. Ecco Elena, è buona? Sei ottima. Ottima. Perfetta. Cioè, cavolo, per essere il tuo prima volta... Wenn's auch mit dem Rudern noch nicht klappt, wenigstens lerne ich Italienisch. So Elena, langsam werde ich mutig. Dove il Canal Grande? Il Canal Grande. Andiamo. È di là, ma che andiamo? Andiamo. È terribile di domenica. Pieno di traffico. Wir schaffen das. Kurse bei Row Venice kann jeder übers Internet buchen. 80 Minuten kosten je nach Belegung zwischen 100 und 150 Euro. Um es auf den Canal Grande zu schaffen, braucht man mehrere Unterrichtseinheiten. Wenn Sie es geglaubt haben, ich komme hier gleich um die Ecke. Aber hier am Canal Grande, an der Rialtobrücke, gibt es ein Haus, das ich mir unbedingt anschauen muss. Ja, wir sind hier im Fondaco dei Tedeschi. Das ist ein altes Gebäude, ungefähr 600 Jahre alt. Die Deutschen sind hier hingekommen, die Kaufmänner, und sie haben ihre Güter aus Deutschland gebracht. Und das war hier bestimmt sehr chaotisch. Was ist es heute? Ein Kaufhaus? Ja, genau. Ein besonderes Kaufhaus mit Luxuskreation. Und das Schönste ist, dass hier nicht nur ein Kaufhaus ist, sondern auch ein Ort für Kultur. Wie du siehst, wir haben jetzt gerade eine Ausstellung von einem englischen Künstler. Also das ist jetzt wirklich ein Geheimtipp, Ja. dass man hier rauf kann. Absolut, absolut. Das ist so toll, hier hinzukommen. Und man sieht Venedig von Piazza San Marco bis Rialto, Murano und Burano. Das ist richtig schön. Ich bin Findet Sie nicht? sprachlos. Ja. Und die ganze Schönheit Venedigs liegt uns zu Füßen. Ganz genau, ja. Und das ist tatsächlich kostenlos? Hier darf man rauf auf diese Terrasse? Absolut, ja. Aber es ist notwendig zu buchen. Man geht auf Fondaco, Terrasse, und dann sucht man sich einen Slot und dann kann man buchen, ja. Und jetzt kommt sogar noch der Sonnenuntergang. Exakt, ganz genau, ja. Oh, es wird immer schöner. Aber ich muss jetzt leider Ciao Ciao sagen zu dieser großartigen Stadt. Mein Zug geht bald, aber hier mit dem Zug mal herzukommen, von Deutschland aus, ich finde, das ist einfach eine fantastische Geschichte.